Es ist 15:29 Uhr. Das Stadion bebt. Aber nicht nur von tausenden Füßen, sondern vom Herz einer ganzen Region, das schon seit einem Jahrhundert unter der Erde schlägt. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind weiß, das ist nicht nur ein Spiel, das ist Krieg. Bevor es losgeht, unterstütze uns gerne mit einem Like, das hilft uns sehr. Vielen Dank und gute Unterhaltung. Wie weit würdest du für deine Farben gehen? Würdest du deinem Nachbarn eine verpassen? Deine Freiheit riskieren? Im Ruhrgebiet lautet die Antwort immer ja, denn hier ist Fußball ein Krieg. Um die Feindschaft zwischen Schalke und Dortmund zu verstehen, musst du hinunter. Nicht ins Stadion, in die Grube. Stell dir vor, es ist 1904. Männer kommen schwarz vor Kohlenstaub aus der Grube nach 12 Stunden harter Arbeit. Alles, was sie wollen, ist spielen. Ruhrgebiet, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das Industrieherz Deutschlands. Kohle, Stahl, schwarzer Rauch. Jungen steigen mit 13, 14 schon in die Grube. Die Städte Gelsenkirchen und Dortmund, nur 30 Kilometer entfernt, aber Welten auseinander. Die einen arbeiten, die anderen führen. Schalke 1904. Gegründet 1904 von Bergarbeitern. Man nannte sie die Knappen. Sie spielten im Matsch nach 12 Stunden im Stollen. Schon damals trugen sie blau, die Farbe ihrer Arbeitskleidung. Borussia Dortmund, gegründet 1909 von katholischen Jugendlichen aus bürgerlichen Familien. Gegründet hinter der Kneipe zum Wildschütz. Sie arbeiteten nicht in der Grube, sondern in Büros oder als Handwerker. Gelb und schwarz, vornehm und stolz. In den 20er und 30er Jahren wurde Schalke die beste Mannschaft Deutschlands. Ihr Schalker Kreisel, ein schnelles Passspiel, machte alle verrückt. Sie gewannen Meisterschaften am Fließband. Ganz Deutschland schaute zu. Dortmund stand im Schatten. Immer die Nummer 2. Immer die Leidenden. Dann kamen die Nazis. Schalke wurde zum Vorzeigeklub des Regimes. Dortmund? Sie hatten Mitglieder im Widerstand. Der Verein wurde sogar verboten. Das vergaßen die Dortmunder Fans nie. Für sie wurde Schalke zum Symbol des Verrats. Die 30er und 40er Jahre. Schalke, fast unschlagbar. 6 Meistertitel zwischen 1934 und 42. Das Team des Volkes, aber auch das Team der Nazis. Dortmund, weiter Außenseiter, aber mit Hass im Blick. Sie sagten, lieber sterben, als wie Schalke zu sein. Es gibt Geschichten von Bergleuten, die Schichten tauschten, um das Spiel zu sehen. Einer sagte, um 4 Uhr früh ging ich in die Grube, nur damit ich rechtzeitig draußen bin. Und wenn Schalke verlor, ging ich mit gebrochenem Herzen wieder runter. In Dortmund konnten die Arbeiter die Bergleute nicht ausstehen. Sie arbeiten wie Sklaven und denken dann, sie seien Könige. Nach dem Krieg holte Dortmund auf. 1956 und 57 wurden sie Meister. Endlich hatten sie etwas, worauf sie stolz sein konnten. In den 60er Jahren kamen die ersten großen Ausschreitungen. Eine Legende besagt, dass Dortmunder Fans mit Bussen nach Gelsenkirchen fuhren und Fensterscheiben einschlugen. 1963 wurde die Bundesliga gegründet. Hat das die Wut gestillt? Nein. 1966 holte Dortmund als erste deutsche Mannschaft einen Europapokal. Die 70er Jahre. Chaos. Dortmund stieg ab, Schalke war in einen Wettskandal verwickelt. Ein Dortmunder schrieb an die Wand, lieber zweite Liga als wie ihr in der ersten. Derbys waren wichtiger als Titel. Es ging nur noch darum, den Rivalen zu schlagen. In den 80er und 90er Jahren wurden die Fans legendär. Schalkes blauer Block, riesige Fahnen und blauer Rauch. Dortmunds gelbe Wand, 25.000 auf einer Tribüne. Ein Dortmunder Fan. Wir singen, um unsere Angst nicht zu hören. 1997. Dortmund gewinnt die Champions League, der Gipfel. Schalkes Fans weinten vor Wut. 2007. Schalke kurz vor dem Titel. Doch wer zerstört den Traum? Dortmund. Sie gewannen das Derby, Schalke verlor alles. An diesem Tag bebte das Ruhrgebiet. 2017 das Wunder von Dortmund. Schalke liegt 0:4 hinten, Fans gehen nach Hause. Am Ende 4:4. Tränen, Stille, Geschichte.
Heute, wenn du auf der gelben Wand stehst, spürst du die Gänsehaut. Wenn du in der Veltins Arena bist, spürst du die Wärme der Bergleute. Bis 2024 gab es 182 offizielle Spiele. Schalke gewann 60, Dortmund gewann 70, 52 unentschieden. Titel: Dortmund: 8 Meisterschaften, 5 Pokale, eine Champions League, ein Europapokal. Schalke: 7 alte Meisterschaften, 5 Pokale, ein UEFA Cup. Was ist Schalke ohne Dortmund? Und was ist Dortmund ohne Schalke? Vielleicht sind sie nur 2 Seiten desselben Herzens. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, abonniere den Kanal und bleib dabei. Denn Fußball ist mehr als nur ein Spiel. Es ist Leben.